Ich bin in den letzten Wochen von einigen Personen angesprochen worden, was die Schnellkupplung am Tank an den R-Modellen, verschiedene R-Modelle angeht, wenn die undicht sind, wenn die kaputt sind oder wenn gar keine da sind, was man da am besten macht und ob es eine gute Alternative gibt zu diesen, die man so zu diesen Motorrädern so üblicherweise kennt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch und kennt auch Geschichten darüber, dass die abgebrochen sind oder dass sie undicht werden und. Dieses Thema wollen wir heute behandeln. Dazu habe ich ein paar Schnellkupplungen besorgt und wir schauen uns die mal an, wie die funktionieren, wie die genau aussehen und werden die natürlich dann später auch hier verbauen. Ja, ich hatte ja Videopause und habe die Zeit ein bisschen genutzt, um ein paar Sachen zu erledigen. Hatte unter anderem eine andere Kamera gekauft, aber das hat alles nicht so hingehauen, wie das sein sollte. Ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Zeit, seid viel Motorrad gefahren bei dem schönen Wetter. Teilweise war es ja viel zu warm. Ja, und nun sind wir wieder da. Schnellkupplungen sind am Tank normalerweise verbaut. Das heißt, es kommen vom Tank runter, von der Kraftstoffförderpumpe, zwei Leitungen und die sind getrennt, dass man relativ leicht, also die sind normalerweise getrennt, dass man den Tank relativ leicht mit einer Schraube abnehmen kann, den Stecker abziehen und die beiden Kupplungen eben trennen kann. Und damit an der Stelle natürlich aus dem Tank kein Sprit ausläuft, braucht man passende Schnellkupplungen, die auch dauerhaft gut funktionieren. Das scheint bei diesen verbauten Kupplungen nicht immer der Fall zu sein. Die werden undicht, die tropfen ganz leicht, dann läuft eben der Kraftstoff auf die Schwinge, auf den Motor und dort wird der Lack irgendwann auch unansehnlich. Und deshalb habe ich mal geschaut, ob ich was Passendes finde, was man genau hier auch einsetzen kann, was da dann auch funktioniert. Wir schauen uns diese beiden Verbinder mal hier auf dem Tisch an, was da alles dabei ist, wie die funktionieren, wie die genau aussehen. Und das machen wir genau jetzt. So, ich habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet, ein Stückchen Kraftstoffschlauch, so wie er auch in diesem Motorrad verbaut ist. Das ist 8 mm innen drin. Dann haben wir hier eine Click-R-Schellenzange und so eine normale, ja, wie sagt man dazu, so eine Beißzange. Da kommen wir aber gleich dazu. Und wir haben hier das, was mitgeliefert wird, wenn ihr diese Anschlüsse kauft. Das sind Schnellverschlusskupplungen, die sind aus Messing gefertigt und sind vernickelt. Und das sind natürlich zwei Teile und dabei sind Schellen dabei, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das sind so stinknormale Baumarktschellen. Ich glaube, das ist nicht mal Edelstahl, das ist verzinktes Blech. Ja, das ist natürlich nicht besonders schön, wenn man sich die Anschlüsse anschaut, wie sie original verlegt sind. Dann ist das natürlich sehr, sehr einfach gehalten mit diesen Schellen. Aber das hat natürlich den Hintergrund, dass jeder, egal ob er nun ein Spezialwerkzeug hat oder nicht, diese Verbinder an dem Kraftstoffschlauch montieren kann. Und das kann man eben mit diesen ganz einfach mit einer 7er Nuss oder mit einem Kreuz- oder Schlitzschraubendreher ist das im Prinzip für jedermann möglich. Weil eben nicht jeder, sage ich mal, das passende Werkzeug hat, um spezielle Schellen daran zu befestigen bzw. den Schlauch damit dicht zu bekommen. Das ist der einzige Hintergrund. Ich werde die hier nicht verwenden, aber wie so eine Schelle funktioniert, das weiß wohl, glaube ich, jeder. Ich habe hier spezielle Schellen, das sind Click-R-Schellen, die kennt man auch als Cobra-Schellen und dazu braucht man letztendlich eine spezielle Zange, so eine Click-R-Schellenzange oder für die
Doppelohr oder Einfachohrschellen. Zeige ich euch das mal hier. Das sind solche Einohrschellen, die gibt es dann auch nochmal als Zweiohrschellen. Da ist dann dieser Teil hier, der ist dann auf der anderen Seite auch nochmal dran. Kennt man aus dem Druckluftbereich teilweise und aus dem Kfz-Bereich. Ja, aber diese Schellen, also für diese Einzelohrschellen, reicht im Prinzip so eine ganz normale Beißzange, mit der man das eben hier oben zusammenquetscht und dann verkleinert sich der Innendurchmesser und man verschließt es somit. Nachteil bei diesen Schellen ist letztendlich, dass man die zwar mit dem Schraubendreher wieder aufmachen kann, aber das ist dann doch schon eine Fummelei und sie dann erneut zu verwenden, geht zwar schon, aber ja, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Die zweite Alternative sind Click-R-Schellen. Die sehen dann so aus. Sieht ein bisschen futuristisch aus. Die haben aber den großen Vorteil, dass man die mit so einer Zange zusammen, das mal sehen hier, ja, die kann man so zusammenziehen mit der Zange und die verschließen sich dann, wenn sie natürlich um den Schlauch herum sind und hat dann eine optimale Verbindung. Ja, wo man die Schellen bekommt, das verlinke ich euch unten in der Videobox und auch die passende Zange dazu. Und kommen wir mal zu diesen Schnellverbindern, die sind zweiteilig, die haben hier vorne und hinten jeweils 8 mm Anschlüsse, die gibt es auch mit 6 mm Anschlüsse und wir brauchen allerdings hier die 8er. So, und dann haben wir einfach hier, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus dem Druckluftbereich oder aus dem Hydraulikbereich, da wird auch so eine Verbindung verwendet. Da ist es einfach so, dass wir die äußere Kappe hier, schauen wir uns das mal an, die äußere Kappe zurückziehen und dann können wir das Ganze hier schon voneinander trennen. Und der große Vorteil bei dieser Verbindung ist, dass beide Seiten, also sowohl die weibliche Seite als auch die männliche Seite, wenn sie getrennt sind, dicht sind. Das heißt, es läuft weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite Kraftstoff raus. Das werden wir uns dann später aber auch mal genau anschauen. Wir haben hier im Übrigen auch keine Gummis, keine Dichtungsgummis außenrum. Das ist das, was mich immer so ein bisschen genervt hat bei den anderen. Das sehen wir nachher, die bei mir dran sind, dass hier eben außenrum eine Dichtung ist. Und wenn man die so ein bisschen verkantet und die Dichtung trocken ist, dann kann es passieren, dass man eben die Dichtung verletzt und das Ganze dann eben nicht mehr dicht ist. So. Und auch hier innen sieht man keinen Dichtungsgummi, einfach der Pin, der das dann innen aufdrückt und fertig. Zusammengesteckt wird das ganz einfach, ohne irgendwas zu benutzen. Also hier diese Haube, diese gerändelte Haube ist hier zurückgesetzt. Wenn wir das zusammendrücken, geht es wieder zusammen und die Sache ist verbunden und dicht. Lässt sich miteinander hier verdrehen, ohne Probleme. Und wir können sie mit einem Handgriff wieder öffnen. Die Baugröße ist hier 5 cm. Das heißt, wir brauchen, wenn wir keine Verbinder dran haben, brauchen wir an den Originalschläuchen, die da sind, müssen wir eben 5 cm Stück Schlauch rausschneiden, in die dann letztendlich hier genau der Verbinder kommt. Das ist nur dann, wenn man keine Schnellkupplung dran hat. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal eine 1150er da, die aus 2001, die hatte keine Schnellverbindung. Da war eben im Prinzip vom Tank kommend nach unten zu den Kunststoffleitungen ein Schlauch und den müsste man dann letztendlich aufschneiden, 5 cm entnehmen und die dann da einsetzen. Vorne und hinten eine Schelle drauf und das Ganze wird dann dicht. Ich gehe da mal ganz kurz hier drauf ein, auf diese Schellen, auf diese Click-R-Schellen. Und zwar ist es so, dass man die ganz normal aufsetzt. Dann schieben wir hier den Schlauch auf den Verbinder. Dann setzen wir die
Click-R-Schelle in die richtige Position. So, und dann haben wir bei der speziell, also es gibt, muss man dazu sagen, das ist jetzt eine Knipex-Zange und die ist für einige andere Schellen auch noch verwendbar zum Öffnen und zum Schließen. Deswegen kann man hier die Köpfe verdrehen zueinander und so einstellen, dass man entweder eine Schelle öffnet oder eine Schelle schließt. Und natürlich bei der Zange kann man natürlich auch relativ große Schellen mit öffnen oder schließen. So, dann haben wir hier an dieser Schelle, an der Click-R-Schelle, setzen wir das ein. Ich versuche das mal hier ins Bild zu kriegen. Setzen wir das hier also ein und drücken das zu. So, hat man das gesehen? Genau. Und dann ist die Schelle eingerastet. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal von nahem anguckt, dann sieht man, dass das recht klein aufbaut und wenig Platz in Anspruch nimmt. Und das Ganze kann man natürlich dann auch wieder öffnen, ohne Probleme. Und hat dann letztendlich auf beiden Seiten, also man braucht die natürlich zwei Stück bei diesem Motorrad und 4 Schellen hier und dann passt das Ganze. Das dazu, aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch genauso diese normalen Standardschellen verwenden. Da ist es ein bisschen eng unterm Tank, das sehen wir aber gleich. Geht aber auch, ist kein Problem. Okay, dann haben wir die angeschaut, wir wissen, um was es geht. Wir werden uns jetzt mal im Fahrzeug anschauen, wie das Ganze funktioniert. So. CPC, also das ist hier, ich meine, das ist der Hersteller, der gleiche Hersteller, CPC, mit der einen Seite als Kunststoffseite, das ist diese hier, und der Stecker dazu ist in dem Fall aus Metall, auf dem diese Gummidichtung sitzt. So, und wir sehen hier zum Beispiel, das ist, wie ich eben gezeigt hatte, eine Einohrschelle. Also die sind hier verwendet worden, auch hier unten an den Anschlüssen. Und die bekommt man, wenn man hier zwischen reinfährt, mit einem Schraubendreher kann man die wieder aufmachen, aber die sind schon relativ stabil. Das heißt, das wird schon einigermaßen schwierig werden, die aufzubekommen. Da sind natürlich die Click-R-Schellen die besseren, aber auch an der Stelle würde, was natürlich letztendlich nicht so schön aussieht, auch so eine normale Standardschelle, vielleicht in einem kleineren Maß, würde auch reichen, da drum passen und würde das Ganze genauso dicht machen. Die Originalen oder diese, wer also diese Verbinder dran hat, die sind von der Baulänge etwas länger. Das heißt, man muss dann gucken, wenn man die austauscht gegen die, ich zeige die mal nebendran. Ja, also wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann so gut, also oben ist es jetzt bündig und dann ist es unten etwa 1 cm, knapp 1 cm sind die eben länger wie diese. Und wenn man die austauscht dagegen, dann muss man eben schauen, ob man genügend Schlauch oben noch hat, um das zu realisieren. Im Zweifelsfall würde ich dann hingehen und einfach sagen, man macht diese Stück Schläuche hier einfach ab und macht die 1 Zentimeter länger dran. Oder guckt, wie weit die hier unten drin stecken in den Kunststoffrohren, dass man die ein bisschen vorzieht, dass dieser Zentimeter ausgeglichen ist, damit diese beiden Verschlüsse hier an der gleichen Position sind. So, bei diesen Verbindern ist es ja so, dass wir hier draufdrücken und können das dann hier entnehmen. So, und da ist natürlich, hat man jetzt gesehen, kommt ein bisschen Kraftstoff schon noch mit raus, der da drin sitzt. Und wir haben hier oben diese Dichtung. Und diese Dichtung, die kann ganz gerne mal kaputt gehen, gerade eben vom Rein- und Rausmachen. Weil das Problem einfach ist, dass wenn man hier auf dem kurzen Wege das so zusammensetzt, ja, dann kann das einfach sein, dass das ein bisschen verkantet und nicht gleich passt. So. Auch beim Rausmachen vor allen Dingen. Ne? Man bekommt diese Dichtungen zwar einzeln. Das andere Ding ist, dass dieser Anschluss hier aus Kunststoff ist
Und da habe ich einige Berichte gesehen, also ich habe noch keinen kaputten gesehen, in echt, aber einige Berichte darüber gesehen, dass die abgebrochen wären. Kann natürlich nicht mehr passieren, wenn die Teile komplett aus Metall sind. Das Ding ist hier aus Metall. Okay, ich mache die beide mal lose hier. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze machen, beziehungsweise ich werde den Tank runterbauen, um die dann richtig auf der Tankseite festzumachen. So, und bestimmt ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir hier natürlich die Steckverbindung unterschiedlich angeschlossen haben, dass wir die Schläuche nicht vertauschen können. Das heißt, auf der einen Seite am Schlauch ist das männliche Teil und auf der anderen Seite ist das weibliche Teil, ne? Also dieser Stecker. Und genauso müssen wir das natürlich mit den neuen Anschlüssen auch machen. Wir machen auf die eine Seite das weibliche Teil und auf die andere Seite das männliche Teil. Wobei das letztendlich egal ist. Wichtig ist nur, dass die beiden Schläuche wieder dahin kommen, wo sie waren. So, ich baue jetzt den Tank mal runter und dann schauen wir uns das Ganze am Tank mal an. So, hier haben wir die beiden Schläuche, die hier an dem Deckel von der Kraftstoffpumpe und vom Kraftstofffilter angeschlossen sind. Die kann man dann auch gleich mal überprüfen, ob die porös geworden sind oder dass das alles passt halt letztendlich oder irgendwo Scheuerstellen haben. Man sieht es hier schon mal ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild erkennen kann, aber da hat es schon eine kleine Scheuerstelle, weil eben zwischen Tank und Rahmen und den Kabeln, die da vorne alle sind, relativ wenig Platz ist. Und das kann dann leicht mal auch scheuern. So, man sieht jetzt hier schon diese Schellen, diese Einohrschellen. Die werden wir jetzt mal versuchen aufzumachen. Aus der Erfahrung heraus ist das immer eine ziemliche Fummelei. Auf dieser Seite haben wir genau das Gleiche. Ich kann jetzt auch leider den Tank nicht auf die Seite legen, weil der nämlich fast voll ist. Werde jetzt mal versuchen, die abzumachen, um die Schläuche zu quetschen. Das ist besser von hinten. Genau. Damit letztendlich da kein Kraftstoff jetzt auslaufen kann, wenn wir hier das machen. Hier sollte, glaube ich, sowieso nichts raus, aber machen wir sicherheitshalber hier auch noch einen hin. So. Haben wir also die Schläuche, da läuft es schon raus. Wir gucken uns die alten aber später mal genau im Detail nochmal an, wie die aufgebaut sind. So, wenn wir jetzt da mit dem Schraubenzieher reinfahren und knüscheln hier mal so ein bisschen rum, dann kann man die aufdrücken. Gucken wir, ob wir den rauskriegen. Ja, kriegen wir raus. So, ne? Die ein bisschen aufgeweitet. Und wenn wir die wiederverwenden wollen, wenn die dann dran sind, dann könnten wir die jetzt hier einfach so wieder zusammen machen. Und durch diesen inneren Rand, der hier ist, ne, da ist innen nochmal so ein Blechding drin, kann man das sehen? Ja, genau. Bleibt die letztendlich um den Schlauch herum exakt gerade. Aber man sieht auch schon, dass die jetzt auch schon verformt ist, also nicht mehr so exakt. So, und das ist das Metallsteckerteil. In dem Zustand, wie es jetzt ist, kommt da auch sollte da normalerweise kein Sprit rauskommen. Erst wenn der Stecker zusammengedrückt wird, also dieses weiße Teil wird reingedrückt und dann ist das Ganze offen. Ja? Ich kann das mal akustisch demonstrieren. Ich puste da jetzt mal rein. Da geht nichts. Wenn ich das Stecker, das weiße Kunststoffteil reindrücke, na, dann haben wir Durchgang. So. Diese Teile machen eigentlich keine Probleme, bis auf diese Dichtung hier, die man erneuern kann. Problematisch wird es mit dem Abbrechen wohl nur auf der anderen Seite, weil das Teil aus Kunststoff ist. So, jetzt machen wir das ganz einfach.
Wir haben hier den Stecker abgemacht, also das männliche Teil. Und dann machen wir auch das männliche Teil wieder hier drauf. So, mal gucken, ob diese Schellen vielleicht ein bisschen zu groß sind. Das ist im Prinzip auch eine Click-R-Schelle. Die ist ein bisschen anders gemacht. Wir nehmen mal die kleinere. Ja, also die ist ein bisschen weniger aufwendig gemacht. Aber ist letztendlich auch so, man zieht sie zusammen und dann klickt sie hier oben. Mit diesem Zapfen hängt sie sich hier oben ein. So, und die sind jetzt im Maß von 12,5 bis 14. Setzen wir den mal da ein. So. Und das sollte also dicht sein. Und jetzt haben wir hier die Schelle dran und das Ganze passt. Der Schlauch hier, der hier original verbaut worden ist, der ist ein bisschen dünner vom Durchmesser, wie den ich vorhin gezeigt habe. Und deswegen habe ich jetzt hier eine andere Schelle genommen, die im kleineren Maß ist. Zumal man sagen muss, wenn diese Schellen schon ein paar Jahre dran sind, dann sieht man hier schon einen Abdruck. Also die Schelle drückt sich hier ins Material rein und dementsprechend muss man natürlich das Maß dann noch ein bisschen anpassen. Aber das hat jetzt ganz gut gepasst. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich die Schellen oder den Shop, bei dem ich diese Schellen gekauft habe, in der Videobeschreibung verlinke. So, machen wir diese Seite mal ab. Und dann gehen wir mal zu der anderen Seite. Da müssen wir nun auch wieder mit dem Schraubendreher rein. Und die mal hier raus. Okay. Die Seite geht ein bisschen schwieriger. Weil wenn man sich die beiden mal anschaut, sieht man, dass die hier eher rund gehalten ist und das hier mit diesen Widerhaken gemacht ist. Das geht dann ein bisschen schwieriger. Und die neuen haben auch so Widerhaken, aber durch das, dass es Metall ist, könnte das dann eher gut passen. Was wichtig ist, ist, dass man sich hier auch nochmal genau den Schlauch anguckt, dass der hier keine Verletzungen hat. So, dann wollen wir auf die gleiche Seite. So rum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau sehen kann. Also auch hier hat die Schelle natürlich einen Abdruck hinterlassen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter reingegangen mit der Schelle, aber man kann hier leicht den Anschluss drehen. Muss man sehen, ob das dauerhaft dicht ist. Wenn das nicht dicht werden sollte, dann mache ich an dieser Stelle einen neuen Schlauch einfach dran mit einem größeren Außendurchmesser. Wichtig ist, wenn ihr die Schläuche austauscht, dass das auf jeden Fall Schläuche sind, die für Kraftstoff da sind. Und da ist es ratsam, nicht unbedingt die erstbesten, billigsten zu kaufen bei eBay und sonst wo, sondern schon darauf achten, dass das gute Schläuche sind. Weil teilweise kann das passieren, dass ganz billige Schläuche sich dann doch auflösen nach einer Zeit oder die eben überhaupt nicht qualitativ hochwertig sind, dass sie dann dauerhaft eben halten oder relativ schnell porös oder spröde werden. Also da sollte man schon ein paar Cent mehr ausgeben. Wichtig ist in dem Fall 8 mm, das passt. Der Schlauch hat halt im Vergleich zu dem, den ich vorhin auf dem Tisch liegen gehabt habe, einen kleineren Außendurchmesser. Ja, ist aber auch ein Gewebe drin wie bei dem anderen. Ich kann das nochmal zeigen. Ja, sieht man jetzt hier schwierig, aber da ist außen auch ein Gewebe drin. Aber der hat halt innen 8 mm, aber die Außenwand ist eben ein bisschen dicker. So.
Dass man das jetzt hier verdrehen kann, ist jetzt nicht so sehr dramatisch. Wir werden mal schauen, ob das dauerhaft eben halt passt, aber ich denke schon. So, jetzt müsste es normalerweise so sein, wenn ich jetzt hier die Klammer wegmache am Schlauch, dürfte hier kein Kraftstoff rauslaufen. So genau, das tut er auch nicht. Und gehen wir jetzt einfach mal hier hin und stecken hier das Teil rein. So, und da sehen wir schon, reinstecken kommt schon der Sprit. Da haben wir diese Seite schon fertig, können den Tank wieder aufsetzen. Ja, wir können den Tank natürlich noch nicht aufsetzen, weil wir das Gleiche jetzt hier noch machen müssen. Ich überlege jetzt gerade, ob das vom Maß her noch passen könnte, ohne die Schläuche zu tauschen. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier diese Schellen auf und ziehe die beiden Stecker raus und dann setze ich den Tank auf und dann schauen wir mal, ob das sich, ohne dass es extrem gespannt ist, zusammenstecken lässt. Das Problem ist nämlich hier, dass der Tank ja hier entlang läuft und dann kann das passieren, dass das hier im Prinzip scheuert. Ja, es ist alles relativ knapp, aber die neuen Tankanschlüsse sind auch vom Durchmesser etwas kleiner. Das heißt, schauen wir einfach mal. Wie gehabt, Schraubendreher. Ich mache jetzt hier mal eine Schelle drüber und stecke jetzt da aber nur den Anschluss rein, ohne den festzumachen, um die Länge einfach später zu prüfen. Also wie gesagt, ich hatte einige Male gelesen, dass diese Kunststoffteile abbrechen. Also ich habe jetzt hier wirklich mit Gewalt, weil an der Seite ist es wirklich ein bisschen schwierig, dran gezogen und gedrückt. Da bricht nichts ab. So. Also wenn man sich das halt anguckt hier, er ist halt schon sehr dünn im Durchmesser, ne, der Schlauch. Als Anmerkung vielleicht noch, wenn man solche Schellen verwendet, die haben immer einen gewissen Wirkungsbereich, also 12,5 bis 15 oder 13,5 bis 15, 12,5 bis 14. Die sind natürlich nicht so flexibel letztendlich. Also ihr braucht für jede Schlauchstärke im Prinzip die passende Schelle. Wenn die zu klein ist, geht sie nicht zu, und wenn sie zu groß ist letztendlich, dann ist das Ganze nicht dicht. Da ist natürlich wieder der Vorteil bei so einer günstigen Baumarktschelle, dass ihr die eben auf das passende Maß zudrehen könnt. Ja, also das ist, ja, das geht jetzt hier relativ leicht rein. Nein, wir werden mal schauen. Ich werde jetzt mal den Tank provisorisch aufsetzen und schauen, ob das zueinander passt oder nicht. Im Zweifelsfall werde ich hier diese beiden Schläuche eben erneuern und schauen wir mal. Ich habe jetzt den Tank mal provisorisch aufgesetzt. Wir haben hier den einen Anschluss und hier den zweiten Anschluss und beide da läuft jetzt natürlich Sprit raus, weil keine Schelle hier drum ist. Also man sieht es auf jeden Fall, das passt. Also in dem Fall hier mit den Originallängen der Schläuche, die hier dran sind, passt es. Die müsste man nicht erneuern. Für all diejenigen, die an den Stellen keine Schnellverbinder haben, da würde ich zumindest empfehlen, die Schläuche nicht ganz so weit oben abzuschneiden, also die vom Tank zu kommen, also den weiter unten einfach zu trennen, so dass er hier gut noch zusammenpasst. Ja. Das ist halt ein bisschen hoch, das ist ein bisschen fummelig, kommt man nicht so gut dran, aber das passt auch schon. Also einfach weiter unten bleiben oder an einer geeigneten Position. Ihr habt ja, wenn ihr keinen Vergleich habt, dann müsst ihr das sowieso Pi mal Daumen machen, aber vielleicht, dass der gesamte Anschluss etwas weiter runter wandert, damit ihr da besser dran kommt. Wichtig wäre dann noch,
dass der Anschluss hier vielleicht nicht auf dem Metall irgendwo liegt, ja, dass man hier sich das vermackt oder verkratzt. Ja. Also in dem Fall ist es hier so, für die Schnellverschlüsse schon dran haben und die wie ich jetzt hier abmachen, die können im Prinzip das genauso mit den Originalschläuchen, sofern die Schläuche dicht werden, gut verwenden. So, der Vorteil bei der Zange, ich hatte ja schon gesagt, dass es da auch diverse billige Zangen gibt, ist halt, dass diese Zange in jeder Lebenslage funktioniert. So, jetzt wollen wir noch mal schauen, dass das auch dicht ist. Ja, das passt. Das ist dicht. Das ist die Zulaufleitung. Und dann können wir hier noch die Rücklaufleitung machen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, gefallen tut mir das nicht mit den Schläuchen, aber naja, gut. Ich werde es jetzt mal so lassen. Ihr seht, das ist, naja, geht. Wenn es zu weit oben ist, ist es ein bisschen blöd. Ja? Dann kommt der da schlecht dran. Aber das hat jetzt so recht gut funktioniert. So, das war es eigentlich schon. Die sind alle dicht. Und jetzt schauen wir uns noch mal an, was passiert, wenn wir sie öffnen, ob dann da auch noch ein bisschen Sprit rauskommt. So, da legen wir uns hier mal wieder einen Lappen unter. So, ich mache das jetzt auf. Und dann gucken wir mal. Ja, gut, typisch Vorführeffekt. Das ist halt einfach durch diesen extremen Winkel, ist das zumindest an dieser Stelle so. Also ein bisschen, hier läuft jetzt natürlich nichts raus, das ist zu. Aber beim Auseinandermachen, da läuft eben dann noch ein bisschen Kraftstoff raus. Das bedingt sich aber eigentlich dadurch, dass der Winkel hier relativ steil ist und dass man das so nicht so einfach schnell rausziehen kann, wie jetzt zum Beispiel hier. Ja, hier kann man es einfach wegnehmen und da war jetzt gar nichts. Ja. Also gut, aber auf der Leitung haben wir auch nichts. Aktuell zumindest. Stecken wir das wieder zusammen. Gut, wenn da ein bisschen Sprit rausläuft, ist auch nicht weiter dramatisch. Auch wenn der Sprit heute recht teuer ist. Aber gut. Ja, Freunde, das war es eigentlich schon gewesen. Relativ einfach. Ich verlinke euch unten in der Videobox natürlich die beiden Anschlüsse. Die Schellen, die Zange. Eventuell, wenn ihr die braucht, wenn ihr die nicht braucht, kann ich euch unten verlinken. In dem richtigen Maß für diese Schläuche, also bei den Schellen. Und ich schaue mal, dass ich einen adäquaten Kraftstoffschlauch finde, den ich euch auch unten verlinken kann im richtigen Maß, dass ihr das wieder so zusammenbekommt, wie das sich letztendlich gehört. Ja, wenn man sich diese Teile hier anguckt, das ist natürlich schon von der Machart, die sind auch beidseitig dicht. Ne? Das heißt also, wenn man die hier, man muss den ja zusammendrücken und dann rein, dann haben wir einen Durchsatz. Ja, das ist halt alles ein bisschen hakelig und deswegen habe ich die jetzt letztendlich auch ausgetauscht. Bei mir waren die nicht kaputt. Die funktionieren schon einwandfrei, aber erstens wollte ich das Video dazu machen, weil ich das einigen Leuten versprochen hatte. Und zweitens finde ich die einfach viel besser letztendlich, weil die ja, sind einfach schöner. Ja, aber man sieht das schon hier, ne? Wenn man das so trocken zusammen macht, ja, also weiß nicht, ob man das, ne? Dieses Quietschen, das ist im Prinzip dieser Gummiring, der hier im Prinzip in der Buchse hier drin läuft. Und wenn ihr das auseinander macht und dann einen halben Tag irgendwo stehen habt oder so, dann verdampft der Kraftstoff und es ist gar keine Schmierung mehr da. Jetzt kann man natürlich jedes Mal hier ein bisschen Silikonspray drauf machen, wobei man da natürlich auch aufpassen muss, dass das Silikonspray tut es zwar normalerweise nicht, aber das sind natürlich auch spezielle Dichtringe, die kraftstoffresistent sind, dass das eben wieder gut zueinander gleitet und gut letztendlich abdichtet. So. Weil das ist der Ring, der die ganze Verbindung letztendlich abdichtet. So. Und da hakt es halt einfach ganz, ganz oft. So. Also wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten, könnt ihr reinschauen, schaut euch die Videobeschreibung an, immer bei allen Videos,
weil ich manchmal da eben auch ein paar Informationen noch dazu gebe. So, das war es dazu. Dann habe ich noch eine zweite Sache für alle, die Interesse haben an Additiven. Und zwar bin ich wahrscheinlich im Oktober bei der Firma Wagner Schmierstoffe und werde mir dort mal ein paar Sachen anschauen, ein paar Produkte anschauen. Da geht es um das Mikrokeramik, da geht es um das Bactophin, also das Bactophin für den Tank, für den Spritzusatz oder den Spritstabilisator sozusagen. Mikrokeramik für den Motor, fürs Getriebe und für den Endantrieb. Da habe ich mich natürlich selbst schon informiert darüber, ganz klar, und habe auch schon mit der Firma Wagner gesprochen. Aber es ist vielleicht ganz gut zu sehen, was dort so passiert, was man dort so machen kann und eben diese Produkte vorzustellen. Ob die was sind für speziell den Boxermotor, ob das passt alles und was das Ganze letztendlich bringt. Dazu brauche ich aber eure Meinung. Und zwar eure Meinung darüber, ob ihr damit schon mal irgendwas gemacht habt. Das heißt mit Zusätzen, keramischen Zusätzen, sei es das Liqui-Moly, Ceratec oder sonst irgendwas. Welche Erfahrungen habt ihr dazu? Welche Meinungen? Ist das was? Ist das nichts? Nehmt ihr davon eher Abstand oder könnt ihr euch das anhören? Schreibt eure Fragen, vor allen Dingen eure Fragen oder eure Einwände, auch Kritiken zu diesen Produkten. Schreibt die unten in die Kommentare. Und die Fragen nehme ich mit zu der Firma Wagner und lass mir dort eben die Fragen beantworten und auch die Bedenken, die vielleicht von euch geäußert werden. Ich werde das auf jeden Fall verwenden. Wir werden uns das dann auch anschauen, wie das eingefüllt wird und was das bringt. Und werden mal schauen, wie der Motor läuft und. Und auch vielleicht einen Langzeittest, keine Ahnung, 1000 Kilometer, 2000 Kilometer, uns mal das Öl dann anschauen und so weiter und so fort. Das alles kommt aber erst im Oktober und bis zum Oktober brauche ich eure Informationen, eure Fragen unter diesem Video in die Kommentare. Dafür bedanke ich mich vorerst schon mal. Ja, und in diesem Sinne sind wir eigentlich durch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Video kommt jetzt wieder in 14 Tagen. Vielleicht noch eine kurze Vorschau. Es gibt Videos über den Endantrieb, über die Kardanwelle, über den Kardantunnel, die Lagerungen des Kardantunnels, die Lagerungen des Endantriebs und natürlich dann auch noch ein bisschen später den Austausch der Kupplung an diesem Modell. Ja, seid gespannt darauf. Schaut auf meiner Webseite unter www.motorraddoktor.com. Da seht ihr auch immer die Videos, die in der Zukunft irgendwann mal kommen. Das schreibe ich da so ein bisschen rein. Und ja, seid gespannt drauf. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns im nächsten Video in 14 Tagen. Bleibt dran, bis dann. Ciao, ciao.